Der Finanzausschuss des französischen Parlaments hat eine Gesetzesvorlage eingereicht, wonach Frankreich die Besteuerung nach Staatsbürgerschaft einführen soll. Was es damit auf sich hat und möglicherweise auch, was es für dich bedeutet, damit wollen wir uns in diesem Video einmal befassen. Wir haben ja auf diesem Kanal schon vielfach über eine drohende Besteuerung nach Staatsangehörigkeit gesprochen, also ein Modell, wie es letztlich die USA momentan verwenden. Wenn du US-Bürger oder Green Card-Holder bist, bleibst du in den USA steuerpflichtig, egal wo du wohnst. Tatsächlich müssen natürlich nur sehr wenige hier in den USA Steuern bezahlen, wenn sie nicht dort wohnen. Es gibt relativ großzügige Freibeträge. Aber wer natürlich von den USA in ein Niedrigsteuerland umzieht, der wird weiterhin in den USA Steuern bezahlen müssen. Und genau eine solche Vorlage hat nun auch der Finanzausschuss des französischen Parlaments hier verabschiedet und als Gesetzesvorlage eingereicht. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Mein Französisch ist da nicht gut genug, deswegen werde ich jetzt hier den Text nicht aufmachen, aber schau ihn dir nur an, es ist sicherlich nicht uninteressant. Viele unserer Mandanten würden ganz klar sagen, wenn eine solche Besteuerung nach Staatsbürgerschaft in Deutschland kommt, dann legen sie die deutsche Staatsbürgerschaft ab. In Frankreich ist es nun soweit. Man muss sehen, was das für Auswirkungen hat auf andere europäische Länder. Oftmals sind ja solche Initiativen dann ansteckend wie ein Virus und sie werden auch in anderen EU-Ländern eingeführt, insbesondere dann, wenn es ein Land geschafft hat, hier etwas zu verabschieden, was im Einklang mit EU-Recht ist. Und angeblich haben das die Franzosen, jedenfalls sagen es die Parlamentarier, die an diesem Gesetzesentwurf mitgewirkt haben. Natürlich muss man alle Doppelbesteuerungsabkommen nun verhandeln, aber das wollen die Franzosen offensichtlich auf sich nehmen. Man wird natürlich sehen, wie jetzt das Parlament entscheidet. Grundsätzlich ist ja das Parlament hier ziemlich gespalten zwischen der extremen Linken und der extremen Rechten. In Deutschland haben ja übrigens die Grünen einen solchen Vorschlag schon in ihrem letzten Wahlprogramm drin gehabt. Es kam dann aber letztlich nie dazu. Aber ich denke, wenn Frankreich eine solche Besteuerung der Staatsbürgerschaft einführen würde, wäre das ganz sicher auch in Deutschland ein Thema. Was sieht nun der Gesetzesentwurf vor? Nun, er sagt, dass französische Staatsbürger, die in den letzten 10 Jahren 3 Jahre unbeschränkt steuerpflichtig in Frankreich waren und in ein Land umziehen, in dem die Besteuerung 50% niedriger ist als in Frankreich, sie dann weiterhin in Frankreich Steuern bezahlen müssen. Und zwar hier das komplette Programm. Einkommensteuer, Erbschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Dividenden und so weiter und so fort. Eine Doppelbesteuerung wird es nicht geben. Die im Ausland gezahlte Steuer würde angerechnet werden. Die Autoren sagen, wie gesagt, dass der Gesetzesentwurf mit europäischem Recht kompatibel ist. Und sie meinen auch, dass die Doppelbesteuerungsabkommen, 129 insgesamt, die Frankreich abgeschlossen hat, hiervon nicht negativ betroffen wären. Andere Parlamentarier sehen das anders und sagen eben, wie ich es vorhin genannt habe, dass diese DBAs nochmals hier neu abgeschlossen werden müssen. Man muss sagen, dass es sich nicht um ein ganz neues Konzept handelt. Schon 2019 gab es eine entsprechende Studie, die damals vom Finanzausschuss des französischen Parlaments hier in Auftrag gegeben wurde. Und letztlich basiert der jetzige Gesetzesentwurf genau auf dieser Studie aus dem Jahr 2019. So, der Gesetzesvorschlag wird nun im Parlament diskutiert, kann natürlich da nochmal geändert werden. Man muss sagen, dass die Partei von Marine Le Pen, also die Rallye Nationale, hier diesen Vorschlag unterstützt. Die Linken unterstützen sowieso. Die Republikaner und die Partei von Präsident Macron sind dagegen, haben natürlich keine Mehrheit. Wenn ihr die Linke und die Rechte zusammenarbeitet und gemeinsam abstimmt, was ich mir durchaus vorstellen kann, kann es sein, dass dieser Gesetzesvorschlag hier verabschiedet wird. Dann kann die Regierung natürlich dagegen ein Veto einlegen. Da wird es also in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten spannend. Und dann muss man natürlich sehen, wie andere EU-Länder wie Deutschland darauf reagiert. Grundsätzlich ist diese Maßnahme, wenn sie tatsächlich dann verabschiedet wird vom Parlament, nur einer von mehreren Maßnahmen, wie Leistungsträger in der französischen Gesellschaft in Zukunft steuerlich bestraft werden sollen.
Der aktuelle Premierminister hat ja schon beschlossen, dass jene, die über 250.000 Euro verdienen, also die Reichen, die Superreichen, in Zukunft mehr Steuern bezahlen müssen, ebenso die Unternehmen. Ähnliche Töne hören wir ja auch zum Beispiel im Wahlprogramm der SPD. Auch hier soll das einkommensstärkste Prozent letztlich stärker belastet werden, damit 95% der Steuerzahler entlastet werden können. Also stürmische Zeiten in der EU. Du solltest dir hier, wenn du auch erfolgreich bist, überlegen, wie du deine Zukunft in der EU siehst. Problem ist natürlich, wenn es dann passiert, ist es meistens zu spät. Wird das Gesetz verabschiedet, dann sind natürlich all jene Franzosen, die jetzt erst vor kurzem ins Ausland gezogen sind oder die jetzt noch in Frankreich leben, erstmal angeschmiert. Dann kann man sich eine zweite Staatsbürgerschaft besorgen. Dann kann man die französische Staatsbürgerschaft abgeben. Ob das dann funktioniert, ist auch nicht klar. Ich meine, aus der deutschen erweitert beschränkten Steuerpflicht kommt man auch nicht raus, wenn man die Staatsbürgerschaft auf die Schnelle ändert. Die deutsche Erbschaft- und Schenkungssteuer im Ausland kann man vermeiden, wenn man die deutsche Staatsbürgerschaft abgibt, aber die erweitert beschränkte Steuerpflicht nicht. Deswegen ganz klar, was Gorbatschow gesagt hat, ist korrekt. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ich rate dir, dich sehr dringend hier mit einer zweiten Staatsbürgerschaft auseinanderzusetzen, auch wenn du nicht vorhast, Deutschland zu verlassen. Setz dich jetzt damit auseinander, kauf dir eine, beantrage eine. Wir können dir im Beratungsgespräch alle Optionen erklären. Mein Kollege Daniel ist hier der Experte. Link zur Beratung in der Beschreibung dieses Videos. Lass dich hier nicht überrumpeln von der Politik, die nur ein Ziel hat, und das ist, dich abzuzocken. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu helfen, einen Plan B zu entwickeln, um sich genau vor solchen Szenarien zu schützen, beziehungsweise einen Plan A, wenn du schon sicher bist, dass du ins Ausland willst und dich ganz von Deutschland trennen möchtest, möglicherweise auch von der deutschen Staatsbürgerschaft, um genau das Schicksal der vielen Franzosen zu vermeiden, die jetzt hier in Frankreich sozusagen gefangen gesetzt werden. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.